Hallo, willkommen bei Pit Studio TV. Ich bin Björn. Hallo, ich bin die Jenny. Und wir machen Computerspiele. Ja. Hier, in unserem Studio. Ja. Womit denn? Wie denn? Wie macht man das denn? Darüber haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht. Und das Thema heute ist das Thema Engine. Auch das hat unglaublich viele Leute beschäftigt. Womit machen die das denn? Und da könnte man auch ganz viel über sonstige Hardware reden, aber die Engine ist ein Thema, das interessiert unglaublich viele Menschen. Ja. Und deswegen haben wir uns sowieso schon lange mit dem Thema Engine beschäftigt. Auch damals haben wir das schon und immer gerne Engines miteinander verglichen. Und jetzt wurde es natürlich ganz akut, denn bei Piranha Bytes haben wir eine eigenproduzierte Engine verwendet und jetzt haben wir da keinen Zugriff mehr drauf und haben uns überlegt, welche Engine benutzen wir denn für unsere zukünftigen Indie-Spiele und haben uns ganz bewusst dann für die Unreal Engine entschieden, weil die in allen Tests einfach super abgeschnitten hat. Und für uns, wir hatten vorher auch mit C++ gearbeitet, auch extrem zugänglich war und sich an vielen Stellen einfach selbst erklärt. Wahrscheinlich sogar für Menschen, die überhaupt gar nicht programmieren können. Also ich habe zum Beispiel nie programmieren gelernt und kann nicht C++, aber trotzdem verstehe ich viele Dinge, die da passieren. Und fand das extrem cool und deswegen war das auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, also das Internet ist auch voll mit Tutorials und mit Dingen, wie man das lernen kann, mit dem Ding zu arbeiten und so. Und das ist auch schon sehr, sag ich mal, Common Knowledge mittlerweile. Also es gibt sehr viele Teams, sehr viele große Teams, die auf diese Engine setzen und das natürlich auch aus gutem Grund. Da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein, gibt unterschiedliche Ansätze, wie man da rankommen kann. Wir haben uns alles angesehen und haben uns überlegt, so was wäre irgendwie das Sinnvollste für uns und das kam dann dabei raus. Dann haben wir uns damit beschäftigt, intensiv. Genau. Und ich muss sagen, am Ende des Tages, ich finde die Entscheidung sehr gut. Ja. Na, weil da kriegst du sehr schnell gute Ergebnisse und da kann man sehr schnell auch Sachen ausprobieren. Man kann Sachen hinzufügen, wieder wegnehmen. Das ist sehr flexibel, das Ding. Also ich kann es nur jedem empfehlen aktuell. Ne? Das kann ja auch sein, dass irgendwann nochmal das böse Erwachen kommt oder so, dass man sagt, vielleicht hätten wir doch mal auf was anderes gesetzt oder so, aber das sieht momentan nicht danach aus. Glaube ich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Also selbst für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung von Programmierung hat, hat Unreal zum Beispiel Blueprints im Angebot. Ja. Das sind im Grunde genommen so kleine Steine, die man irgendwie benutzen kann, um Funktionen zum Laufen zu bringen. Und das ist im Grunde genommen der Code, visuell dargestellt, Ja. sehr viel besser erklärt, auch für Einsteiger geeignet. Also das da könnt ihr unglaublich viel cool, testen und ausprobieren. Ja. Es gibt auch sehr viele Kurse, die man machen kann. Ja. Irgendwie, wir haben in der Vergangenheit auch super viel gelernt und Kurse gemacht und so weiter, Ja. um Unreal zu lernen. Und das ist tatsächlich erstaunlich zugänglich. Zugänglicher als sein Ruf, muss man sagen. Ja. Wir haben zum Beispiel auch viel mit anderen Entwicklern und auch Engines zu tun gehabt. Beispielsweise waren wir auf der Game Dev Week in Trier. Das ist so eine Game Jam, die geht über eine Woche und innerhalb dieser Woche machen dann Leute, die daran teilnehmen, ist super cool, ein Spiel, also mehrere Teams mit mehreren Spielen am Ende und wirklich ein unfassbarer Großteil hat sich für Unity entschieden. Und wir haben uns gefragt, warum? Und das kommt häufig daher, weil an den Universitäten oder an den Fachhochschulen und so weiter viel mit Unity gearbeitet wird. Und auch Unity ist auf seine Art und Weise recht zugänglich, ziemlich zugänglich. Ja. Funktioniert aber mit C#. C# ist vielleicht auch ein bisschen zugänglicher als C++. Ja. Ne, das können die Programmierer unter euch dann diskutieren. Und insofern ist das auch eine super Option. Aber für uns auch aufgrund von Performance und so weiter fiel die Wahl dann doch auf Unreal. Ja. Ja, was gibt's noch? Wir haben auch uns noch andere Sachen angeguckt. In dem Zusammenhang auch unser Sohn, der
möchte jetzt auch programmieren lernen und macht das in seiner Freizeit ganz viel. Der ist über ein Programm gestolpert, das kannte ich vorher noch gar nicht, das heißt Scratch.io und das ist super für Kinder. Also wenn ihr Kinder habt und denen das mal zeigen wollt oder wenn ihr überhaupt gar keine Ahnung habt und möchtet einfach mal antesten, wie sich das so anfühlt, Scratch.io kann man im Browser ausprobieren. Und dann kann man auch mit so kleinen Blöcken sich ein Spiel zusammenklicken und die Programmierlogik dahinter sieht man dann schon. Das heißt, als Einsteigertool ist das super. Und unser Sohn, der hat dann irgendwie so ein Chicken Jump and Run Game gebaut und so ein kleines Jumpscare-Horror-Spielchen und diverses. Also mittlerweile hat er, glaube ich, so 7, 8 Spiele gebaut mit dem Ding, mit unterschiedlichen Leveln. Und das fand ich sehr beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit man da tatsächlich schon und auch diese ganze Programmierlogik, die lernt man da sehr schnell. Ne? Das heißt also, was von wem abhängig ist, so If-Schleifen baut man da, dann halt auch Kollisionen, ne, mit entsprechenden Blips auf dem Bildschirm und so weiter. Das heißt, diese ganzen Logiken, die man so hat in so einer Engine, die lernt man da spielerisch ziemlich leicht und wenn man pfiffig ist, kriegt man auch sehr schnell ein Ergebnis. Das ist für Einsteiger auch sehr gut geeignet, sage ich mal. Ja. Genau. Ansonsten gibt es noch Godot. Auch Godot ist eine Open Source Engine, die viele benutzen. Auch zum Beispiel bei der Game Dev Week beliebt. Die hatten eigene Codesprache und das kann man sich anschauen. Das ist auf jeden Fall momentan auch super interessant für Neueinsteiger. Oder es gibt halt sehr spezifische, ne? Also wir kommen, je nachdem, was man halt für ein Spiel machen will, gibt es auch zum Beispiel sowas wie den RPG-Maker. Damit kann man zum Beispiel ein Spiel bauen, so diese typischen von oben Draufsicht Rollenspiele. Da kann man sich Level bauen, da braucht man gar keine Programmierkenntnisse, sondern man macht sich da quasi sein Spiel mit einem Editor. Ja. Oder dasselbe gilt auch für so eine Adventure Engine, die nur darauf ausgelegt ist, Adventure-Folien zu bauen. Und es gibt zum Beispiel so eine, wie heißen diese Spiele nochmal? Gibt es oft im Manga-Style und sind sehr dialoglastig. Visual Novel. Visual Novel Engine gibt es, die nur für Visual Novels ausgelegt ist. Und da kann man sich auch eigentlich seine Geschichten zusammenbauen. Also unglaublich viel Austobepotenzial. Es gibt auch Videos auf YouTube, die zum Beispiel immer dasselbe Spiel mit unterschiedlichen Engines bauen und dann sieht man das Ergebnis, finde ich auch sehr spannend, was die Leute da so zaubern. Ja, bleibt die Frage, was ist denn eigentlich mit Eigenproduktion? Was ist denn der Vorteil, wenn man eine eigene Engine baut und damit entwickelt? Das haben wir ja lange Jahre gemacht. Und was ist der Vorteil, wenn man es eben nicht macht und eine lizenzierte nimmt? Wenn man ein eingespieltes Team hat, was auf der Engine gelernt hat über die Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, ja, das hatten wir ja in der Vergangenheit, dann ist das natürlich cool, dass wenn man ein Folgeprojekt hatte, dass dann keiner sich neu einarbeiten müsste oder solche Dinge, ja. Das heißt, so Einarbeitungszeiten sind dann recht kurz. Der Vorteil ist, man hat das Ding selbst unter Kontrolle, es gibt kein drittes Team, was im Grunde genommen irgendwo irgendein Patch rausbringt für die Engine und dann muss man sich dann die neueste Version ziehen, weil man noch aktuell noch irgendwo noch einen Bug hat, den man loswerden will. Dann wird einem versprochen, dass durch das nächste Update dieses Problem gelöst wird. Wird das vielleicht sogar, aber dann holt man sich halt neue Dinge rein, wo man denkt, ja gut, das hat doch schon mal funktioniert, jetzt nicht mehr. Das heißt, dann muss man immer wieder Updates machen, man ist davon abhängig, dass die dann da auch sauber arbeiten und so. Und wenn man so ein kleines Team ist wie wir, dann ist es natürlich auch so ein Ding, da sind die großen Teams wichtiger, das heißt größere Änderungen richten die dann eher an den großen Teams aus, solche Firmen. Ne? Es gibt aber auch sehr viele Vorteile, ist klar. Ne? Man muss nicht so einen großen Programmierstab betreiben, also haben. 1/3 unseres Teams waren Programmierer, ne, und die restlichen 2/3 Künstler und andere Dinge. Das ist dann nicht nötig oder weniger notwendig, ja. Also diese Quote, die ist dann nicht so hoch und man kann sich auch schon also Portierungen mussten wir selbst bauen. Wir mussten dafür sorgen, wie wir Sachen lokalisieren. Wir mussten alles selbst machen. Ja. Und diese Engines, diese Lizenzierten, die bringen schon sehr viele Sachen mit. Vorteil bei einer lizenzierten Engine ist auch, dass die Leute da draußen auf einer entsprechenden Engine schon selbst
Wissen mitbringen und gelernt haben. Das heißt also, man muss denen, die Einarbeitungszeit ist sehr viel kürzer, wenn man schon auf dieser Engine mal was gemacht hat. Das heißt also, auch wenn man jemanden einstellt, der ist sehr schnell drin. Okay, ich zeige euch mal, wie man das macht. Das heißt, Leute, die dann reinkommen, die sagen dir dann schon, wie man es besser machen soll. Das heißt, was man da selber macht, als wenn man eine Eigenproduktion hat. Weil da muss man erstmal jemanden einbringen und schulen und so weiter. Der Vorteil bei einer Eigenproduktion ist auch, dass man vom Bezahlungsmodell im Grunde genommen sich komplett entkoppelt. Das heißt also, man ist nicht dazu verpflichtet, Zahlungen zu leisten für Dinge, die man da macht. Da ist man im Grunde genommen frei. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sehr viel mehr Eigenverantwortung tragen und muss wirklich jeden Kram selber programmieren, und das ist das ist so eine zweischneidige Sache. Das ist immer so ein Für und Wider, und naja, wenn man ein Team hat, was einfach die Eigenproduktion vorantreiben möchte und daran glaubt, ne, an so eine Eigenproduktion, und auch da Bock dran hat, irgendwie so sein eigenes Baby dazu zu kreieren und zu machen und so weiter, ist auch noch ein großer Faktor. Dann macht man vielleicht besser was Eigenes, anstatt diesen Fremdkörper lizenzierte Engine zu nehmen. Diverse. Ich könnte so weitermachen. Es gibt sehr viele Pros und Kontras, und die wurden in der Vergangenheit auch immer sehr viel diskutiert. Auch Qualität in einer Grafik, dann die Performance. Was brauchen wir jetzt wirklich? Was ist zugestrickt auf unser Spiel? Wollen wir eine offene Welt haben? Brauchen wir kleine Räume? Also solche Dinge, ne? Die führen natürlich auch dazu, dass man eine Eigenproduktion dann darauf ausrichten kann und so. Also ich könnte ewig so weitermachen. Es gibt sehr viel. Es ist immer, das ist die Diskussion, die ist so ewig, also seit 20 Jahren führen wir diese Diskussion, welche Engine man verwenden soll. Und es gibt immer Leute, die die eine oder die andere Meinung haben. So, und das hat man immer für sich selber entscheiden müssen. Wenn man ein Spiel macht, muss man diese ganzen Sachen abwägen, in die Waagschale legen und dann sich für eine Sache entscheiden. Ja. Wir haben uns jetzt für Unreal entschieden, und wir glauben, dass das die richtige Wahl ist. Ja. Glauben wir, ja. Insofern hatte ich die Frage rausgepickt, was ist denn jetzt mit der alten Engine, mit Genome? Was passiert denn damit? Könnt ihr die nicht benutzen? Und entzieht sich gänzlich unserer Kenntnis. Genau, also die gehört natürlich auch THQ, also THQ Nordic, und entsprechend oder der Marke Piranha Bytes. Genau, richtig. Oder wem auch immer. Also die können damit machen, was sie meinen. Und irgendwer, der da halt die Rechte daran hat. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, so eine Engine lebt vom Personal. Ja, also jede Engine will gepflegt werden. Und die Lizenzierten, die werden halt permanent benutzt, gepflegt von Menschen auf der ganzen Welt. Und wenn nur ein kleines Team eine Engine benutzt hat, dann würde die relativ schnell verweisen, wenn man sie eben nicht mehr nutzt. Und das könnte natürlich genauso gut Schicksal dieser Engine sein, denn wenn niemand mehr damit arbeitet, dann passiert da auch nichts mehr mit. Und ob die das jetzt noch machen oder nicht, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Aber wir setzen auf jeden Fall an der Stelle auf Unreal. Ja. Ja, ich glaube, das ist hinreichend beleuchtet erstmal. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse an unseren Dingen hier. Das ist sehr, sehr schön für uns, dass ihr Interesse daran habt, was wir hier machen. Das finden wir sehr toll und beflügelt uns und motiviert uns. Und da auf diesem Wege nochmal vielen Dank dafür, für euren Support. Mhm. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denn so für Engines besonders toll findet. Okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ich hätte so weitermachen können jetzt eine Stunde. Aus Erfahrung glaube ich das gern.